Hi, bei mir geht es heute um die Musikplattform Artlist, über die ich ja vor ziemlich genau 2 Jahren schon mal so ein Video gemacht habe. In diesem Video wird es also erstmal darum gehen, was hat sich seitdem getan in Sachen Updates und so weiter und Musikauswahl. Das waren ja damals so ein bisschen meine Kritikpunkte und ja, in meinen Augen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist das immer noch die beste Musikplattform für Filmmaker und YouTuber. Was ihr außerdem noch in diesem Video erfahrt, ist, wie ich dort am schnellsten meine Musik finde. Musiksuche ist ja immer so eine Sache, die viel Zeit in Anspruch nimmt und ich zeige euch da einfach mal so meinen Workflow, wie ich eben schneller an Musik komme. Also viel Spaß mit diesem Video, los geht's! Erstmal vorneweg, was ist Artlist? Artlist ist eine Musikplattform, auf der man eben Musik finden kann für seine Videoprojekte oder auch Audioprojekte. Das Besondere dabei ist eben, dass das Ganze ein Abo- bzw. Flatrate-System ist. Das heißt, man zahlt jährlich $200 und kann dadurch aber alle Songs auf dieser Plattform nutzen, die man möchte. Das heißt, man zahlt nicht pro Song, sondern einmal und hat damit dann unlimited Musikauswahl sozusagen zur Verfügung. Das ist eine mega krasse Sache und jetzt kommt es noch besser. Ihr könnt diese Songs eben nicht nur auf YouTube zum Beispiel nutzen, sondern auch für kommerzielle Projekte, für Werbespots, für TV-Spots, für Kinoproduktionen, was auch immer. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie teurere Lizenzen kaufen, falls ihr den Song irgendwie auf einem anderen, höherwertigen Medium, sage ich mal, benutzen wollt, zum Beispiel Kino. Ihr nutzt diese Songs einfach und habt damit keinerlei Probleme. Bei dem Video vor 2 Jahren hatte ich ja noch so ein bisschen kritisiert, dass die Plattform noch so ein bisschen verbuggt ist und dass die Auswahl nicht allzu groß ist. Das hat sich mittlerweile extrem geändert, also die Plattform läuft einwandfrei, es sind viele tolle Funktionen dazu gekommen, da komme ich dann eben gleich noch zu. Und ja, die Musikauswahl ist krass, also es kommen pro Monat mehrere Alben nochmal hinzu und man hat auch sehr, sehr viel Auswahl. Also ich bin bei Artlist noch nicht an die Grenzen gekommen und ich nutze Artlist bei wirklich jedem YouTube-Video, also jedes YouTube-Video, was jetzt in den letzten 2 Jahren online gekommen ist oder fast jedes YouTube-Video, war mit Musik von Artlist und auch bei meinen Produktionen nutze ich das eben ja zu 80% ungefähr. Ja, wie finde ich jetzt Musik für meine Projekte? Ich mache es mittlerweile so, dass ich nicht erst Musik suche, wenn ich ein neues Projekt habe, sondern dass ich auch immer mal zwischenzeitlich, wenn ich mal ein bisschen Zeit finde, Musik suche und die mir dann entsprechend speichere. Bei Artlist ist es so, dass man sich eigene Collections anlegen kann. Ich habe zum Beispiel einen Ordner für YouTube-Musik, wo ich dann eher so, ich sag mal so Hintergrund-Hip-Hop-Beats eben immer reinpacke, wenn ich einen schönen Song finde. Ich habe einen Ordner für Sport- und Fitnessaufnahmen. Ich mache relativ viele Fitnessvideos für Proteinfirmen oder so. Da habe ich einen eigenen Ordner, damit ich da schon immer mal so einen Pool an Musik habe und nochmal so einen Ordner für so atmosphärische Musik, sage ich mal, also eher für so Sachen, die ich unter ein Interview zum Beispiel legen kann. Das sind jetzt meine 3 Collections, die ich immer mal mit Musik füttere sozusagen, wenn ich einen schönen Song finde. Außerdem gibt es bei Artlist einen Newsletter, den habe ich halt eben aktiviert, sodass ich immer benachrichtigt werde, wenn ein neues Album verfügbar ist. Das kommt ungefähr 1 bis 2 Mal pro Woche vor. Ich höre dann wirklich direkt, sobald ein neues Album online gekommen ist, kurz mal rein, ob das irgendwie für mich in Frage kommt, für meine Projekte. Falls dann eben Songs dabei sind, dann speichere ich mir die gleich in entsprechenden Kollektionen. Falls ihr jetzt mal einen Song findet, der euch sehr gut gefällt, aber noch nicht direkt der perfekte Song ist, dann könnt ihr auch auf den Song draufklicken und dann werden euch gleich Vorschläge gemacht eben mit Songs, die so ähnlich klingen und da findet man dann in der Regel den Song, der dann eben perfekt passt für sein Projekt. Also das ist auch eine coole Sache. Der Song, der dann eben angezeigt wird, ist dann musikalisch und vom Tempo her sehr ähnlich und sollte dann eben auch entsprechend gut dazu passen. Was man außerdem noch machen kann, ist, dass man über verschiedene Tags sucht, zum Beispiel nach Musikrichtung oder Stimmung oder Videoart, zum Beispiel Sport-, Fitnessvideos oder Architekturvideos, Zeitraffervideos, was auch immer, oder nach Instrumenten, also Schlagzeug, Percussion oder irgendwelche Synthesizer, was auch immer. Das Ganze kann man auch kombinieren, das heißt, man kann mehrere Tags sozusagen zusammen kombinieren und kriegt dann entsprechend die Ergebnisse so angezeigt. Was Artlist außerdem immer regelmäßig rausbringt, sind Best-of-Listen, zum Beispiel von einem jeweiligen Monat oder von einem jeweiligen Jahr. Oder auch so verschiedene Collections von Filmmakern. Zum Beispiel gibt es eine Wedding-Playlist von einem berühmten Hochzeitsfilmer oder so Halloween-Musik oder Weihnachtsmusik. In der Weihnachtszeit macht das ja am meisten Sinn. Also es gibt immer wieder nützliche Collections für verschiedene Arten von Filmmakern bzw. Content-Creatern. Das heißt, Artlist stellt nicht nur die Musik zur Verfügung, sondern macht auch so eine Art Recherchearbeit für dich, also stellt Collections zusammen. Das finde ich auch eine sehr praktische Sache.
Ich finde, mit diesen verschiedenen Tools kann man eben sehr schnell zum Ergebnis kommen. Wie gesagt, es kommt immer neue Musik dazu. Man hat ein super Bezahlmodell. Ich nutze Artlist, wie gesagt, zu 80% bei meinen Filmproduktionen und zu nahezu 100% jetzt hier auf YouTube. Also ich finde es eine super Sache, kann es immer noch jedem sehr empfehlen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist ein Affiliate-Link, da kriege ich eben eine Provision. Für euch kostet das aber keinen Cent mehr. Ja, das war's von mir zum Thema Artlist. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ja, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.